Hallo Freunde der Füße. Heute haben wir mal einen Praxisfall und zwar einen sehr speziellen. So einen Fall von einem eingewachsenen Zehennagel habe ich bis jetzt erst einmal in meiner Praxis gehabt. Die normalen eingewachsenen Zehennägel sind ja in unserer Praxis nichts Seltenes. Doch dieser Fall hier, ihr werdet es dann später im Videoverlauf sehen, ist ein sehr spezieller Fall. Das Video habe ich in doppelter Geschwindigkeit laufen lassen, denn die gesamte Behandlung hat über 40 Minuten gedauert und so lange wollte ich euch nicht auf die Folter spannen. Wie ihr hier seht, war die Nagelplatte sehr schwarz. Das liegt daran, dass das Ganze durch ein Traumata passiert ist. Das heißt, ein Bluterguss hat sich darunter gebildet. Der Patient war über 5 Monate in einer ärztlichen Praxis in Behandlung, ohne dass Besserung eingetreten ist. Normalerweise, wenn man einen Zehennagel sich angeschlagen hat oder dieser blau geworden ist, schiebt die neue Nagelplatte die alte Nagelplatte hinaus. Doch irgendwie hat es bei diesem Nagel nicht funktioniert. Ihr seht, dass der Nagel unten an der Nagelwurzel gerötet ist und genau an dieser Stelle hat der Patient immer Schmerzen gehabt. Und ihr seht, dass ich gar nicht die komplette Nagelplatte entfernen konnte, denn in der Mitte ist es noch fest verwachsen. Unter der entfernten Nagelplatte war das Nagelbett sehr weich und ich habe nach dem Desinfizieren alles entfernt, was irgendwie lose war. Denn ich muss ja gucken, ob nicht irgendwo noch zusätzlich ein Nagel drin steckt oder irgendetwas eingewachsen ist. Den Grund für die Entzündung an der Nagelwurzel habe ich jetzt gefunden, denn hier an der Seite kommt immer Wundsekret raus. Und wenn an der Seite eines Nagels Wundsekret rauskommt, dann könnte die Vermutung sehr groß sein, dass an der Nagelwurzel unten irgendwie eine Wundhöhle sich gebildet hat. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, was mich da drin erwartet. Hier versuche ich den alten Nagel mit dem Doppelinstrument zu lösen. Doch das funktioniert nicht wirklich. Der alte Nagel ist wie angeklebt auf dem neuen Nagel. Wie vorhin erwähnt, ist es ja der normale physiologische Vorgang, dass der neue Nagel nach vorwächst und die alte Nagelplatte rausschiebt. Dass es hier leider so schief gegangen ist und die alte Nagelplatte auf der neuen Nagelplatte oben geblieben ist, hat leider dem Patienten sehr viele Schmerzen verursacht. Die Säuberung des Nagels dauert etwas, denn es ist sehr wichtig, wenn man eine Nagelplatte entfernt oder wenn man eine Wunde unterm Nagel vermutet, dass man das komplette Areal sehr gründlich säubert. Das heißt, alles, was am Blut, Haut irgendwie wegsteht, überflüssig da ist, und das muss alles entfernt werden. Denn wenn eine Wunde entsteht oder entstanden ist, wollen wir das ganze schmottrige Material, was noch am Nagel oben klebt, nicht in der Wunde haben. Deswegen bin ich auch sehr vorsichtig und löse alles, was irgendwie sich ablösen lässt, ab. Nun stellt sich ja die Frage, wie komme ich da hinten zu dieser Wundhöhle dazu? Denn der Nagel ist ja noch drauf und irgendwie muss der jetzt runter. Ich habe hier einen GQSR-Fräser genommen und habe die alte Nagelplatte abgetragen. Ihr seht, dass sie in großen Fetzen davon fliegt. Ja, es ist gar nicht so einfach, denn wenn so eine alte Nagelplatte abgeht, ist die oft sehr splitterig. Und deswegen muss man da sehr vorsichtig sein, damit dass man die neue Nagelplatte unnötig beschädigt. Beim Sondieren habe ich ja festgestellt, dass unter dem Nagel Richtung Nagelwurzel eine Wundhöhle ist. Somit habe ich versucht, in den alten Nagel eine Kerbe einzufräsen, damit dass ich die alte Nagelplatte hinten aus der Nagelwurzel rauskriege. Das Ganze ist kein einfaches Unterfangen, denn man muss sehr vorsichtig arbeiten und sollte die Haut rundherum nicht verletzen. Man könnte für dieses Abfräsen auch einen anderen Fräser benutzen, aber ich habe mich für den GQSR-Fräser entschieden, weil ich mit diesem Fräser die Wahrscheinlichkeit der Hautverletzung sehr verringern kann. Und ihr seht, dass sich überall die Nagelkanten aufstellen
Und hier habe ich dann endlich mal den alten Nagel durchtrennt und versuche, den ganzen Nagel auf der gesamten Länge vom neuen Nagel abzutrennen. Normalerweise wäre jetzt das Fräsergeräusch auch ordentlich zu hören, aber der Patient hatte während der Behandlung sehr viele Fragen. Aus Datenschutzgründen konnte ich den Originalton nicht verwenden. Somit ist das Ganze eben ohne Arbeitston. Ihr seht, dass man den Nagel wirklich von allen Ecken und Kanten von hinten abtrennen muss. Und jetzt wird er schon lose. Dadurch, dass ich das Ganze so vorsichtig ausgearbeitet habe, ist es auch für den Patienten nicht schmerzhaft. Und mit meiner schönen Eckenzange hole ich jetzt das Stück raus. Und dieses riesige Nagelstück hat eine Wundhöhle von 4 bis 5 mm verursacht. Hier habe ich auch nochmal in der Seite die Nahaufnahme und ihr seht, dass die ganze Nagelkante richtig gezackt ist. Problem bei der ganzen Geschichte war, durch diese Zacken und durch das, dass die Nagelplatte auf der neuen Nagelplatte angehaftet war, ist bei jedem Schritt hinten das Gewebe oberhalb der Nagelwurzel an diesen Kanten, an diesen scharfen Kanten hin und her geschraubt. Und was geschieht, wenn eine Wunde entsteht und das Gewebe immer wieder gereizt wird? Ihr könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was das sein könnte, was da drinnen entstanden ist. Na gut, so ein bisschen hat man schon gesehen, es ist so leicht rötlich, blitzt es oben draus. Und ja, hier haben wir den Nagel nochmal in Nahaufnahme. Ihr erkennt auch, dass die Nagelplatte sehr aufgeweicht ist. So, was hat sich jetzt in der Nageltasche da hinten gebildet? Ihr seht es schon rausblitzen, genau, es ist Hypergranulationsgewebe, wildes Fleisch. Und nicht zu wenig. Es hat sich in dieser Tasche ein riesiger Haufen an Hypergranulationsgewebe gebildet. Eben dadurch, dass dieser gezackte Nagel immer wieder die Haut gereizt hat. Nun stellt sich ja für mich als Behandler die Frage, wie kriege ich dieses wilde Fleisch da raus? Ich kann es nicht herausschneiden, denn es blutet massig und der Patient hat Schmerzen. Mein Thyrosurpuder, was ich sonst immer recht gern benutzt habe, hilft hier leider auch nicht, weil die Wundhöhle zu tief ist. Und auch wenn ich das Puder oben drauf streue, wird es feucht und unten, also das wilde Fleisch, das tiefer liegt, ist davon gar nicht betroffen. Hier an der Seite ist noch ein Splint, aber den hat der Patient vorher schon gehabt. Den darf man einfach mal kürzen. So, zurück zum wilden Fleisch. Was mache ich jetzt damit? Ich muss natürlich alles rundherum wieder säubern. Ich will ja nichts Unnötiges in der Wunde drinnen haben. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare reinschreiben, welchen Ansatz ihr habt. Vielleicht Ätzstäbchen. Ja, wäre ein guter Ansatz, hat aber ebenfalls den kleinen Nachteil, dass man hier bei 4 mm Tiefe wirklich ordentlich viel verätzen muss. Und für den Patienten ist es auch nicht gerade schmerzfrei. Zum Desinfizieren während des gesamten Behandlungsvorganges nehme ich kein Octenisept, denn wir haben ja eine Wundhöhle und Octenisept darf in keine Körperhöhlen eingebracht werden und falls es doch eingebracht wird in Körperhöhlen, muss es auch wieder ausgespült werden. Ich benutze Prontosan. Das ist eine Polyhexanidlösung und da ist es egal, ob es in der Wundhöhle drinnen verbleibt. Jetzt säubere ich das Ganze nochmal, damit ich ja kein zusätzliches Material irgendwie in die Wunde reinkriege, was noch irgendwie zusätzlich Entzündungen oder sonstigen Sachen verursachen könnte. So, nach dem ganzen Saubermachen und Wegschneiden und Abfräsen sieht der Nagel ja schon einigermaßen gut aus.
Jetzt stellt sich für euch ja noch immer die Frage, was mache ich mit dem wilden Fleisch? Lasse ich das einfach so? Ist eher eine schlechte Idee, denn wildes Fleisch wuchert immer mehr und man muss ja was gegen die Entzündung machen. Beta-Isadonna ist eine ganz schlechte Idee, denn Beta-Isadonna hat leider die blöde Angewohnheit, dass das Ganze noch feuchter hält und wildes Fleisch wuchert dadurch noch viel mehr. Und durch diese tiefe Wundhöhle, die wir haben, bin ich mir auch nicht sicher, ob das wirklich am Nagel sich wieder anlegt oder ob da hinten eine Tasche bleibt. Ich habe mich für eine sehr alte Salbe entschieden. Sie riecht so schön nach Teer und ist schwarz. Es ist Ichtolan 20%. Mit dieser Salbe habe ich den Patienten Zeh verbunden. Der Patient hat von mir eine Anleitung bekommen, wie er den Zeh zu versorgen hat. Das heißt, Zeh auspacken, säubern, Ichtolan schön dick auftragen und Zeh wieder verbinden. Natürlich muss es der Patient zweimal täglich machen bis zum nächsten Termin, der eine Woche später ist. Dieser Teil endet nun und im nächsten Video Teil 2 geht's weiter. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen und drückt auch auf die Glocke, damit ihr den zweiten Teil nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal, eure Podologin Andrea. Tschüss!